Judith zieht es vor, ohne den Vater des Kindes zu leben. Hat sie es echt gesagt? Nee, aber sie hat mich rausgeschmissen. Sag doch alles. Ich dachte, du wolltest dich entschuldigen. Das wollte ich ja auch, aber Florian hat meinen Vorschlag nicht gepasst. So schlimm wie du tust, ist Arno nicht. Nein, warum unterschreibt er uns dann nicht einfach diesen dämlichen Wisch vom Jugendamt? Jetzt wart doch mal ab, vielleicht überlegt er sich die Sache mit dem Sorgerecht ja noch. Wer weiß. Ich muss dir was zeigen. Komm. Felix. Übernimmst du das Sorgerecht doch? Ja, habe ich vor. Allerdings nur, wenn wir hier alle gemeinsam unter einem Dach wohnen. Das ist doch toll. Hier können wir endlich zusammen sein. Das wäre der Sinn der Sache. Wir würden uns freuen, euch bei uns zu haben. Also ohne mich. Arno, es ist echt super nett, dass du uns hier wohnen lassen willst, aber so war die Sache mit dem Sorgerecht nicht gemeint. Eigentlich wollten wir drei uns was Eigenes suchen. Wenn ich meine Unterschrift unter dieses Papier setze, dann übernehme ich die Verantwortung für euch. Und das heißt, Wir sind immer für euch da. Das ist ja das, was mir Angst macht. Nico! Also lieber gehe ich wieder in diese bescheuerte Wohngruppe nach Hannover zurück. Hey, lass mich das mal machen. Kommst du mit nach oben? Dann gebe ich dir die Tapes. Ich muss jetzt wirklich arbeiten. Hey, ich bezahle deine Freundin nicht fürs Nichtstun. Muss Liebe schön sein. Wenn ich groß bin, liebe ich auch. Felix, ich habe Ja, total viel zu tun, ich weiß. Ich habe auch viel zu tun. Ich muss dich küssen. Felix, wir werden beobachtet. Komm, wir verziehen uns. Du bist unmöglich. Du meinst unersättlich. Hi, Silvia. Ich bin schon weg. Guten Morgen. Hallo. Ist irgendwas? Ja, ich wollte jetzt Golf schauen. Ihr nicht? Nö. also ich bin auch nicht so scharf auf Golf. Ist denn sonst noch irgendwas? Nein, dann wollte ich nicht länger stören. Warum können wir eigentlich nie allein sein? Das finde ich auch. Diese Wohnung ist einfach viel zu klein für uns. Was wir bräuchten, wäre ein Schloss. Zumindest ein Palast. Wir könnten uns ja gemeinsam eine größere Wohnung nehmen. Nur für uns. Das eben war eigentlich nur so dahingesagt. Das war ja auch nur so eine Idee. Schade. Das schöne Frühstück ganz umsonst. Du, ich habe echt keinen Appetit. Du? Nee. Okay, gut. Ich habe noch zu arbeiten. Elisabeth ist echt nett. Und Arno auch. Du würdest schon gerne hier bleiben, ne? Ja, aber nicht ohne euch.
Ich finde die Idee im Grunde ja auch nicht schlecht, aber eine eigene Wohnung wäre definitiv besser. Ja, schon, aber die vom Jugendamt werden das nicht zulassen. Außerdem ist es doch echt ganz schön hier. Okay. Dir liegt anscheinend sehr viel dran, ne? Du bist damit einverstanden? Ja, eine große Alternative haben wir eh nicht. Ja, und Nico? Die kriegen wir schon irgendwie rum. Jetzt warte, Felix, ich rede mit dir. Was ist denn? So schrecklich ist es bei uns nun auch wieder nicht. Meine Kinder zumindest haben es überlebt. Ja, ist mir doch egal. Ich habe keinen Bock drauf. Und ich habe keinen Bock, mich für eine Unterschrift herzugeben, wenn ich nicht weiß, was ihr treibt und wo. Ich lass mich doch nicht erpressen. Erpressen? Jetzt reicht es langsam, mein Fräulein. Ja, mir auch. Kommt, wir gehen. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, in so einer Situation merkt man erst mal, wie schnell alles vorbei sein kann. Wenn Felix nicht den Notarzt gerufen hätte. Dann wäre ich jetzt vielleicht nicht mehr am Leben. Und ja, wer rechnet auch mit einem allergischen Schock? Es ist ja noch mal gut gegangen. Hallo, Frau Jones. Wie geht's dir? Naja, mit euch beiden kann ich wohl im Moment nicht mithalten. Unser Traumpaar. Hat eine ganze Weile gedauert, bis mein Brüderchen zur Besinnung gekommen ist. Ja, mich freut's auch besonders, dass ihr wieder zueinander gefunden habt. Zumal ich in euren Konflikt ja auch irgendwie involviert war. Vergeben und vergessen. Marie, Anruf. Ich glaube, es ist wichtig. Bin gleich wieder da. Stellst du es in mein Büro? Ach. Und solltet ihr noch mal auf die Idee kommen, mein Büro als Liebesnest zu benutzen? Häng mir vorher ein Schild drauf. Bitte nicht stören. Ich muss da mal arbeiten. Alexa, ich würde Sie und Felix gern zum Essen einladen. Als Wiedergutmachung. Ja, klar. Mein Vorschlag kam ja auch sehr plötzlich. Das bedeutet aber nicht, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann. Nur im Moment. Ich weiß, es ist nicht gerade verlockend. Jede Nacht ein schreiendes Baby, der Streit mit Tom. Aber vielleicht könntest du es ja trotzdem noch mal überlegen. Versprochen. Hi. Störe ich oder darf ich kurz reinkommen? Ich sehe schon. Die Frage war überflüssig. Ich wollte sowieso gerade gehen. Bis nachher. Komm rein. Und worum geht's? Ums Baby natürlich. Seitdem ich nicht mehr wohnen darf, hat sich die Lage ja nun ein wenig verändert. Ja, und jetzt willst du wissen, wie es weitergehen soll. Sollen wir jetzt einen Zeitplan aufstellen, wer sich wie und wann um das Baby kümmert? Das kann es ja wohl nicht sein. Ich habe jetzt auch noch keine Lösung dafür. Eigentlich wollten wir das Kind ja zusammen großziehen. Können wir irgendwann anders darüber sprechen? Ich habe momentan wirklich keinen Kopf dafür. Und wann? Wenn ich weiß, was ich eigentlich will. Ich rufe dich an, okay? Wenn wir nicht wieder getrennt werden wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als bei Arno und Elisabeth zu bleiben. Ich hätte nie gedacht, dass du dich so leicht breitschlagen lässt. Weichei. Ey, wir könnten zusammen wohnen. Das wollten wir doch eh schon immer. Ja, aber ohne, dass uns jemand ständig sagt, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Will wir noch mal die Cola? Nicht. Danke. Und was machen wir jetzt? Ja, einziehen, das ist die beste Lösung. Wir wollten uns zusammen eine Wohnung suchen. Hast du das schon vergessen? Ja, wenn ich eine finden würde. Außerdem hat Jana recht, das Jugendamt würde euch nie bei mir wohnen lassen. Du hast es gar nicht wirklich probiert. Du weißt genau, wie oft ich mit denen rumdiskutiert habe, ja? Hättest du Jana und mir nicht solche Versprechungen machen dürfen. Ich habe gesagt, ich tue, was ich kann und mehr habe ich nie versprochen. Du redest nur Mist. Aufzustreiten. Du machst es dir wieder super einfach. Jetzt hören wir mal zu, ja? Nur weil du dich wieder querstellst, sollen Jana und ich gucken, wo wir bleiben, oder was, hä? Weißt du was? Du bist eine egoistische Zicke. Hört doch endlich mal auf! Aber die Therapie schlägt doch an.
Ja, natürlich habe ich dafür Verständnis. Ja, gut. Ich melde mich dann morgen wieder. Wir dürfen Mama immer noch nicht besuchen. Tja, das kann noch dauern. Vor allem braucht sie jetzt Ruhe. Aber der Arzt hat mir gesagt, dass es ihr schon besser geht. Hi. Guten Tag, Herr von Weinbach. Hallo, ihr beiden. Hi. Wart ihr im Park spazieren? Wir waren im Label. Ja, wahrscheinlich hat Alexa mal wieder von der Arbeit abgehalten. Kennst deinen Bruder ja ziemlich gut. Silvia war übrigens auch da. Sie hat Marie besucht. Wie kann sich Marie immer noch mit der treffen? Diese Frau ist schuld, dass Mama in der Klinik ist. Franziska, es ist schließlich Maries Entscheidung, wen sie empfängt und wen nicht. Naja, wenigstens hat sie jetzt eingesehen, dass sie bei dir keine Chance mehr hat. Franzi, hast du schon für die Bio-Klausur gelernt? Bio-Klausur? Nee, das habe ich total vergessen. Franziska? Komm, wir gehen in dein Zimmer. Okay. Ich schaue dann später mal bei euch vorbei. Alexa ist wirklich ein nettes Mädchen. Sag mal, hast du eigentlich noch Kontakt zu Silvia? Nein, das ist vorbei. Selbst wenn, würdest du es mir ohnehin nicht erzählen, ne? Ich liebe Beatrice. Mit Silvia will ich nichts mehr zu tun haben. Jetzt guck doch nicht so traurig. Du weißt ganz genau, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Ja, ich dachte, wir halten zusammen, egal was kommt. Das tun wir doch auch. Wir sind doch ein Team. Und warum ziehst du dann da nicht ein? Nico, ich habe keine Lust mehr, zu meinen Pflegeeltern zurückzugehen. Ja, glaubst du denn, ich will dich wieder loswerden? Hey, dafür habe ich dich viel zu lieb. Dann lass uns zu Arno und Elisabeth ziehen. Also gut, wenn du da unbedingt einziehen möchtest, dann tun wir das halt. Echt? Na klar. Wir lassen uns nicht großartig reinreden und dann passt das schon. Also ich würde es wirklich schade finden, wenn du ausziehen würdest. Das hat sich ja jetzt erstmal erledigt. Ja, wieso wollte Florian dann nicht? Da gibt es verschiedene Probleme. Die Streitereien mit Tom werden vorprogrammiert. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, viel zu melden hat Tom doch eh nicht, oder? Tom wollte Florian verbieten, mich in meiner Wohnung zu besuchen. Ich meine, wie hättest du denn reagiert? Och, ich hätte ihn wahrscheinlich auch achtkantig aus unserer Wohnung rausgeworfen. Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Ja, da brauchst du mich gar nicht zu fragen. Ich meine, du musst doch eine Idee haben, oder? Ich liebe Florian und ich möchte mit ihm zusammen sein. Gemeinsam mit dem Kind. Ja, aber Tom nur auf den Samenspender zu reduzieren, finde ich auch ganz schön hart. Aber wie sollen wir bei solchen Differenzen ein harmonisches Elternpaar abgeben? Also, du möchtest das Kind lieber mit Florian großziehen. Ja. Das würde ich mir sogar wünschen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er das überhaupt will. Arno, wenn sie nicht will, du kannst sie nicht zwingen. Warum findet sie mich so ätzend? Sie hat dich durchschaut, du Tyrann. Im Ernst? Unsinn. Nicola ist eben schwierig. Sie will sich von niemandem was sagen lassen. Das hat gar nichts mit dir persönlich zu tun. War womöglich doch die falsche Entscheidung, die 3 zu uns holen zu wollen. Nein, das war vollkommen richtig. Aber erzwingen kannst du es nicht. Wir würden dir gerne, euch gerne, was sagen. Die hat einen Vorschlag, dass wir hier einziehen. Naja, wir haben noch mal drüber geredet. Und? Ihr wollt bleiben? Ja, also, wenn du es dir nicht anders überlegt hast. Nein? Unser Angebot steht? Na, hast du dich mit Tom ausgesprochen? Wirklich geklärt ist gar nichts. Wir haben das sozusagen vertagt.
Jule, mit Tom und dem Baby, ich habe noch mal über die Sache mit der Wohnung nachgedacht. Und Hey, ist schon gut. Ich verstehe dich doch. jetzt lass mich doch mal aussprechen. Ich kann mir wirklich vorstellen, mit dir zusammenzuziehen. Aber Nichts aber. Du hast gesagt, ich soll drüber nachdenken. Das habe ich getan. Und ohne dich halte ich es nun mal nicht aus. du willst also... Und das Baby? Das macht dir nichts aus? Ausmachen? Jule, ich freue mich auf das Kind. Habe ich dir schon mal gesagt, wie sehr ich dich liebe? Mhm. Ich komme mir schon vor wie im Kino. Jedes Mal, wenn ich dieses Zimmer betrete, gibt's eine Kussszene. Ja, aber hier kann man den Saal nicht einfach so verlassen, wenn man will. Keine Sorge. Ihr müsst uns nicht mehr lange ertragen. Ja, Florian und ich, wir werden uns gemeinsam eine Wohnung suchen. Echt? Jetzt doch? Schade. Aber wenn, dann kann ich doch dein Zimmer haben. Ich meine, deins ist viel heller als meins, wenn du weißt. Moment. Meines ist viel zu klein, ja? Wir losen. Was sollten wir denn losen? Entschuldige, du bist klein, dann kannst du auch das kleinere Zimmer nehmen. Und außerdem wohne ich hier schon viel länger und ich kenne Jule auch viel länger. Das heißt, ich habe Vorrecht, oder? Ja, manche haben Muckis, andere haben Köpfchen. Oh, Genetik. Ist ja super spannend. Also ein bisschen Allgemeinbildung kann doch nicht schaden. Führst du Selbstgespräche? Ich find's ganz interessant. Ja, jedem das seine, ne? Okay, macht's gut. Wir sehen uns morgen. Ciao. Wenn mein Vater mir sein Auto leiht, kann ich dich später abholen. Hast du ihm gesagt, dass wir später noch mit Silvia essen gehen wollen? Das wäre nicht passend gewesen. Ich finde, Franzi hat ganz schön allergisch reagiert, als du gesagt hast, dass Silvia bei Marie war. Ja, kein Wunder. Nach all dem, was Silvia hier abgezogen hat. Du, ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie dich wirklich gern hat. Ich werde Martin irgendwann sagen, dass ich mich wieder ganz gut mit dir verstehe. Ich muss noch mal kurz ins Büro. Bis später, ihr beiden. Sohn. Vater? Wiedersehen. Ich bin einfach nur glücklich, dass zwischen Martin und Silvia nichts mehr läuft. Ach, und Mai, kümmern Sie sich um den Conference Call mit L.A. Danke, Angelo. Gern geschehen. Ja. Nein, warten Sie. Nein, heute geht's gar nicht. Ich bin nachher mit Felix zum Essen verabredet. Arrangieren Sie das für morgen früh, 8 Uhr. Und das ist mir völlig egal. Entschuldige. Wir haben ein kleines Problem mit einem Fernsehsender. Willst du das nicht erst klären, bevor du dich mit Felix triffst? Felix ist im Moment wirklich wichtiger. Was sagt denn Martin dazu, dass ihr euch wieder so gut versteht? Oder weiß er gar nichts davon? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Wirklich nicht? Er führt sein Leben, ich meins. Es macht dir nichts aus, dass er sich für Beatrice entschieden hat? Nein, im Gegenteil. Ich bin sogar froh, dass die Dinge endlich geklärt sind. Ich empfinde nichts mehr für ihn. Ja, ich bin der nächste Verwandte. Tut's dir schon wieder leid? Ach Quatsch. Aber ich mache trotzdem, was ich will. Da können die beiden sich auf den Kopf stellen. Also ich höre dann in Kürze von Ihnen. Danke, Wiedersehen. Na dann, auf ins Abenteuer. Dankeschön. Ja, und was haben die vom Jugendamt gesagt? Sie kümmern sich um die Formalitäten und setzen sich mit uns in Verbindung. Kann ja nichts mehr schiefgehen, oder? Nicht, dass ich wüsste. Und wofür ist dann das hier? Zur Feier des Tages. Magst du keinen Sekt? Doch, doch. Schon okay. Also, auf ein einträchtiges Miteinander. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen. Aber Jule hat doch gesagt, dass sie einfach nur noch mal ein bisschen darüber nachdenken will. Ich hatte eher das Gefühl, dass sie mich loswerden will. Sie wird dich nicht ausschließen, Tom. Hey, ihr bekommt das schon wieder hin. Wir können doch nicht mal mehr normal miteinander reden. Dass wir noch mal zusammenziehen.
steht auch nicht mehr zur Debatte. Bereust du das mit dem Kind? Das Kind bedeutet mir alles. Trotz der ganzen Schwierigkeiten. Ich weiß. Und das Kleine kann echt froh sein, so einen lieben Papa zu bekommen. Wäre schön, wenn es die Mutter auch so sehen würde. Na, wie geht's dem werdenden Vater? Den Umständen entsprechend. Und dir? Ja, den Umständen entsprechend ganz okay. Mal abgesehen davon, dass wir auf der Flucht sind. Zu Hause ist es nämlich eine klitzekleine Spur zu idyllisch. Machst du mir bitte ein Alt? Für mich auch, bitte. Okay. Aber zum Glück suchen sich die beiden Turteltäubchen eine eigene Bleibe. Und ich bekomme Jules großes Zimmer, ja? Wie bitte? Das können wir doch nicht machen. Ich sag Felix Bescheid, dass Sie da sind. Danke sehr. Wenn Sie möchten, können Sie im Salon warten. Herr von Beinbach ist nicht da? Nein, er ist außer Haus. Gut, dann warte ich gern dort. Danke. Bitte. Stell das sofort wieder hin. Martin. Komm schon. Komm noch ein Kuss, ja? Ich muss los. Na gut. Meinetwegen. Ach, wie rührend. Ihr denkt wirklich nur an euch. Aber ich lasse mich nicht einfach abschieben. Nicht von euch. Jetzt fang doch nicht schon wieder an. Du machst doch alles nur noch schlimmer. Halt dich da raus. Glaubst du nicht im Ernst, dass ich dir mein Kind überlasse? Spinnst du jetzt vollkommen? Du willst mit Florian zusammenziehen, okay. Aber das Kind nehme ich.